Ja, hallo liebe Leute, neues Video zu FreeCAD. Und zwar hier möchte ich zeigen, wie man einen Schutz für ein Messer produziert, damit man das eben besser lagern kann, ohne Gefahr zu haben, wenn man dann da reingreift, dass man sich wehtut. Und das habe ich schon oft gesehen, dass Leute das konstruiert haben und dann auch gedruckt. Und hier möchte ich zeigen, wie man das eben konstruiert und wie man es für den Druck aufbereitet. Okay, ich fange einmal an. Und zwar, ich gehe einmal in das Programm GIMP und ich habe ein Bild eines Messers halt auf dem Scanner einfach eingescannt. Das ist ein Messer, was ich habe aus dem Teddy-Markt. Das nutze ich für so Bastelaufgaben und das ist, da ich es auch geschafft habe, recht scharf. Also da kann man sich schon gut mit verletzen. So, das öffne ich jetzt gerade einmal. Gerade mal schauen, zuletzt geöffnet, da haben wir messer.png. Das ist also das gescannte Bild. Das hat 600 dpi und ist wirklich auch von der Größe her sehr passend. Ich habe das in GIMP gedreht, damit das hier so waagerecht ist. Man könnte das jetzt auch noch so drehen, dass man das senkrecht drucken kann. Das mache ich aber. Ich zeige euch, wie man das mit Cura hinterher dann macht. So, jetzt gehe ich in FreeCAD und in FreeCAD füge ich diese Datei jetzt ein. Und zwar, da machen wir erstmal eine neue Datei, Steuerung N für neu. So, dann gehen wir hier auf das Modell und erzeugen einen neuen Body. Und in dem Body einen neuen Sketch. Ich sehe gerade, ich habe das hier auf Englisch umgestellt. Machen wir mal gerade hier zurück. So, das ist Edit Preferences. Und dann haben wir das hier, das stellen wir mal um auf Deutsch. Und Apply, okay. So, dann machen wir weiter hier wieder. Neue Zeichnung, neue Skizze heißt in Deutsch. So, und dann schauen wir uns, auf welcher Ebene machen wir das. Auf der XZ-Ebene, das ist diese. Und an sich können wir es aber auch auf der XY. Komm, machen wir es auf der XY-Ebene. Okay. So, bevor ich das mache, da habe ich jetzt den Sketch auf der XY-Ebene. Ich wechsle hier in die Image Workbench. Und hier haben wir 3 Möglichkeiten, Bilder einzuladen. Was wir jetzt brauchen, ist das hier. Bildebene erstellen. Das hier ist noch mit Skalierung. Brauchen wir in dem Fall nicht, weil es gescannt ist. Also einfach wählen. Dann, wo ist das Bild hingekommen? Da muss ich überlegen. Wo habe ich das gespeichert? Das war unter... Gucken wir mal gerade, was sagt er hier? Er zeigt das GIMP leider nicht an. Datei, speichern unter Scan ist das gekommen. Alles klar. So, das heißt, ich habe hier ein Verzeichnis, wo meine ganzen Scans hinkommen. Das ist das hier. Und dann haben wir hier das Messer PNG. Das wird auf die XY-Ebene auch gelegt. Und da ist es. Dann können wir hier, machen wir oben nochmal die Tastenkommandos an. Über Numblock Taste 2 holt man sich das dann in die Aufsicht. Und jetzt erzeuge ich 2 Körper. Der erste Körper, das ist außen. Und dann machen wir noch einen Körper, den machen wir dann für den inneren Part. Der äußere Part, das ist der Sketch hier, den ich erzeugt habe. Und da fangen wir jetzt an zu zeichnen, und zwar direkt mit Splines. Die Splines sind genau richtig, die nicht geschlossenen Splines. Wir fangen hier vorne an. Ich sag mal so. So. Bis da. Jo, okay, das ist in Ordnung. Dann machen wir hier jetzt den zweiten Spline. Den lassen wir da vorne direkt wieder anfangen. So,
bisschen hier rüberschieben. Ich mache das mit der Einstellung Blender Navigation in FreeCAD, das heißt Shift-Taste und die mittlere Maustaste, damit verschiebe ich das Bild. Ist da. So. Ist da. Ist da. Und dann machen wir das ruhig bis da. So, jetzt haben wir die zwei Splines. Hier vorne sind die verbunden. Da muss jetzt auch noch eine Verbindung rein. Das muss eine Linie werden, weil darauf möchte ich ja drucken. Das heißt, so sieht die Linie aus. So ist das Messer wirklich komplett geschützt. Es ist fast bis hier ran. Das können wir jetzt auch noch so dran ziehen. So zum Beispiel. Und da mache ich jetzt erstmal ein Pad raus. Das heißt, ich wechsle jetzt wieder in den Part Design Modus. Da haben wir die Image Plane. Die kann ich jetzt auch noch teilweise durchsichtig schalten, dass wir hier auf Transparenz 50% gehen. Und ich kann aber auch jetzt den zweiten Körper direkt erstmal konstruieren, bevor ich das Pad hier mache. Das machen wir auch. Also ich gehe her, neuen Body, das ist innen. Und dann machen wir die Image Plane mal lieber wieder ein bisschen sichtbarer. So zum Beispiel. Okay, dann jetzt wird das Innere konstruiert. Das heißt, das geht wieder genauso mit Splines wie gerade auch. Das heißt, wir machen hier in dem Körper wieder eine Zeichnung auf die XY-Ebene. Und dann fangen wir hier vorne an mit dem Spline. Das wird jetzt aber wirklich hier dran konstruiert. So. Das lassen wir hier so ein bisschen überstehen. Nächster Spline hier vorne dran. So. Und dann machen wir da wieder eine Linie von da nach da. Und das wird jetzt der Ausschnitt. So, dann wird das geschlossen. Das Bild können wir jetzt einfach ausblenden. Und dann haben wir das Innere und das Äußere. So, wir wechseln auf Außen. Machen hier erstmal ein Pad aus dem Sketch. So, das wird symmetrisch zu der Ebene. Und das wird 5 mm dick. So sieht die Tasche jetzt aus. Dann wechselt man auf den Innenkörper. Sketch, daraus machen wir auch ein Pad. Auch symmetrisch zu einer Ebene. Und der wird 2,5 mm. So, das sieht ganz gut aus. Jetzt wechselt man auf die äußere, den Außenbody. Klickt einmal hier neben, das darf nicht so selektiert sein. Es muss zwar selektiert sein, aber eben nicht auf die Art, sondern so, dass es so grau ist. Dann gibt es hier eine Funktion. Muss ich mal gerade schauen, ist die das? Das ist Part Boolean, das ist falsch. Das ist das hier, Part Design Boolean. Das ist genau die richtige. Die wird einmal gewählt und dann kann man hier einen Körper hinzufügen. Hier wird eingestellt, was es sein soll. Eine Differenz. Ich möchte ja diesen Körper von dem Teil abziehen. Also Körper hinzufügen. Du bitte innen und OK klicken. So, und schon haben wir die Tasche fertig.
So, jetzt brauchen wir die nur noch zu exportieren. Das heißt, ich selektiere hier das Außen, Steuerung E, beziehungsweise bevor ich das mache, speichere ich das einmal ab. Also speichern unter, habe ich hier ein Verzeichnis FreeCAD. Na, wo bist du da? Und dann machen wir ein neues Unterverzeichnis, und zwar 2022 0905 Test, oder machen wir Messer. So, das Ganze heißt Messer, ist damit gespeichert. Dann können wir jetzt das nochmal selektieren, Steuerung E drücken. Messer außen heißt die STL, die kommt genau in das Verzeichnis. Speichern, und das war's schon. So, jetzt geht man in Cura und importiert das Teil. Das heißt Steuerung O in Cura oder hier oben übers Menü. Dann jetzt wechseln ins FreeCAD-Verzeichnis. Hier muss man bei Cura, ich habe hier die Cura 1.4.3, heißt sie, glaube ich. Die 5er läuft bei mir nicht richtig. Da muss ich immer ein bisschen warten, bis ich die Verzeichnisse wirklich auswählen kann. Da haben wir FreeCAD. Warum der das da selektiert, das weiß auch kein Mensch. So, dann geht man hier runter. Da haben wir das Messer und Messer außen. So, jetzt ist das natürlich falsch. So wird das nämlich nicht gedruckt, sondern das muss so nach oben geklappt werden. Dann geht man hier auf Drehung und dreht das jetzt einmal hier um diesen, mit diesem grünen hier so rum, dass das senkrecht steht. So kann man es natürlich auch nicht drucken, aber da gibt es eine tolle Funktion, und zwar flachlegen heißt die, oder flach. So, das heißt, man selektiert jetzt einfach diese Fläche hier, beziehungsweise man geht auf flach und schon hat er das gemacht. So einfach geht das. Dann können wir das deselektieren. Das muss jetzt so gedruckt werden. Ich sage euch, das klappt so, dieser Druck. Und zwar im Cura macht man jetzt Folgendes. Also man braucht hier keinen Support zu drucken. Das Einzige, was man machen muss, ist, dass man hier bei der Druckplattenhaftung ein Raft auswählt. Und beim Raft kann man einstellen ich glaube bis zu 3 Raftebenen. Ein Raft ist ein Netz, ja, wie bei einem Boot oder so ein Fangnetz im Zirkus. Und das wird einmal 90 Grad gedruckt, dann wird das einmal so 45 Grad dazu und dann wieder 90 Grad. Und dann hat man unter dem Objekt einfach so ein Teil liegen, was eben auf der Druckplatte gut fixiert, auch wenn man hier so überladen druckt. Also ganz direkt würde ich das so nicht drucken. Also wenn man das jetzt sliced und sich die Vorschau anschaut, dann sieht man hier unten, das ist das Raft. Das kann man sich jetzt hier auch genau angucken, wie das aussieht. Das ist die erste Raft-Richtung. Dann kommt die nächste Raft-Richtung. Das ist diese. Die ist dann so gerade. Und dann kommt noch mal eine so. Und dann fängt er an, das Teil auch hier zu drucken. Und das habe ich auch schon gestern erstellt, diesen Messerschutz. Und der ist wirklich gut geworden. Das sollte man vielleicht für jedes Messer machen, was man einfach in der Schublade hat, was gut geschärft ist, um eben Verletzungen zu vermeiden. Okay, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und einen Daumen nach oben, da sorgt ihr eben dafür, dass ihr solche Videos nicht nur von mir eben vermehrt angezeigt bekommt. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!